bin Susanne Nakandi. Hier im Süden kennt man mich eher unter dem Namen Nakandi. Das ist mein Kraftname und auch mein Künstlername. Lebe momentan noch in Leipzig, meiner Heimatstadt. Und bin aber geborene Herzensnomadin. Diese Art zu reisen, diese Suche auch, die ich hatte jahrelang nach einer Antwort, die wahrscheinlich viele von uns suchen und die viele von uns bewegt, einen Weg zu gehen, einen Weg des Herzens zu gehen. Die Suche findest du am Ende des Weges doch immer nur wieder in dir selber, die Antwort. Und das Pachamama ist für mich eins von den Möglichkeiten, auszuprobieren, wie es sein könnte, wenn wir jetzt wirklich diese neue Welt miteinander gestalten. Was ich hier spüre, ist, dass wir uns wie in einem kleinen Experimentierfeld befinden. Und jetzt geht es darum, bring's in die Menschen, bring's nach außen, bring's da, wo du tagtäglich bist. Es geht vielmehr jetzt darum, dass wir uns an unsere eigene Natur erinnern, dass wir uns einfach nur erinnern. Und das, was noch da ist an Natur, erhalten, in uns und um uns drumherum. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du mit der Natur in Kontakt gehst, dass du mit den Elementen in Kontakt gehst, dass du mit Feuer, Wasser, Erde und Luft in Verbindung gehst, dass du die spürst, wahrnimmst, in dir aufnimmst. Denn du kannst nur das schützen oder bewahren, erhalten und pflegen, was du auch fühlen kannst. Das war ein sehr langer und schmerzhafter Prozess, der war wichtig und durch den laufen, glaube ich, gerade sehr viele Menschen, dass sie erkennen, das Suchen hat überhaupt gar keinen Sinn. Du bist immer schon da, wo du bist und wo du ankommen wirst. Es gibt am Ende gibt es nicht mal den Weg dorthin, geradeaus linear, so wie wir es das vorstellen, sondern der Weg, der ist hier so. Der ist schon da. Es ist immer da. Du musst es nur anpacken. Du kannst jederzeit entscheiden, will ich mich distanzieren, will ich mich trennen oder will ich mich verbinden. Mit wem, wenn nicht mit denen, die jetzt gerade schon da sind? Wen brauchst du noch? Sind da schon alle da? Wichtig ist dafür, dass du einfach auch mal Ja sagst. Zu dir und zu dem, was ist. Denn dann sagst du Ja zum Leben, dann ist es nur das, was da gerade da ist. Das ist das Leben. Und wenn ich anfange, mich so anzunehmen, wie ich jetzt gerade bin, was für viele das Schwerste ist, was für mich auch immer sehr schwer war, bleibt nur noch das da, was du jetzt gerade siehst. Das ist alles jetzt und hier und du kannst was Schönes draus machen. Und ich bin der Meinung, dass es in jedem Kreis, ob es ein Zweierkreis ist, der Familienkreis ist, Freundeskreis, Arbeitskreis, geht es darum, dass jeder von uns wieder seinen Platz einnimmt. Denn jeder von uns hat einen Platz in einem Kreis. Du fehlst, wenn du nicht da bist. Und wenn du aber erkennst, was deine Qualität ist und zu der stehst und den Mut hast, dich so zu zeigen, dann bist du ein Licht diesem großen Ganzen. Und das wichtig bei der ganzen Geschichte, das ist die Liebe da dran, die Liebe in der ganzen Sache und dass man die Dinge tut für sein eigenes Wohl und zum Wohle aller. Kreiskultur ist absolut essentiell für die Gesundheit von der Erde und von den Menschen. Wir sind Teil der Erde, also ist sie auch wichtig für uns. Jeder, der einmal einen Kreis erlebt hat, einen achtsamen Kreis, fühlt sich total gut danach. Denn es stillt die Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, nach Verbundenheit, nach Zugehörigkeit, nach Einheit, nach gesehen werden, nach Sehen. Und ich weiß noch, mein erster Kreis, ich war völligst geflasht. Also es passiert in so einem Kreis, der wirklich achtsam und intensiv gelebt wird, wie bei Manitonquat, wie hier, wie in unseren Kreisen, passiert richtig viel Heilung, Transformation. Und wir erinnern uns an etwas Uraltes, aus dem wir entsprungen sind. Und darum geht es eigentlich. Und die Leute kommen jetzt langsam dahinter. Es geht nicht nur über den Verstand, aber auch nicht nur alleine über die Emotionen. Sondern jetzt kommt es zusammen und dadurch wird wirklich Schönes geschaffen. Wenn ich einen Kreis mache, rufe ich auf meine Art und Weise die Kräfte an, die dazugehören, die Spirits, die geistige Welt. Denn die sind so ein bisschen wie unser Halt, unsere Träger um uns herum. Es ist wie ein Schutzraum, der entsteht. Und ich lade die Leute ein dazu, sich mit der Erde zu verbinden. Und das macht jeder auf seine Art und Weise. Ich finde es Quatsch, den Leuten vorzuschreiben, wie sie die Dinge tun müssen. Das lässt sich niemand gerne sagen.
aber ich kann sie einladen, ihre eigene Erdung zu finden, ihren eigenen Halt zu finden und ihre eigenen Kräfte anzubieten. Dann geht es um die Verbindung und ich mache das viel fürs Tönen. Also ich töne sehr gerne mit den Menschen, denn das ist einfach diese Urverbindung. Da gibt es kein Denken mehr, da gibt es kein Urteil mehr. Da gehst du einfach in diesen Urklang hinein. Und der fegt wie einmal durch den ganzen Raum durch. Da ist dann erstmal alles gereinigt. Und das Räuchern gehört für mich für den Kreis auch dazu. Das ist ganz wichtig, mit Kräutern, mit Einheimischen oder mit Salbei zu räuchern. Und auch das reinigt sehr viel, denn der Kreis kann erst beginnen, wenn du wirklich angekommen bist. Ja, und dann lädt man die Leute ein, im Herzen zu sein, aus dem Herzen zu sprechen. Denn das ist das Wichtigste und das Einzige, was da zählt in dem Kreis. Und in dem Kreis denkt man auch nicht drüber nach, was man sagen will. Und man spürt einfach die Verbindung und es entsteht ein immer stärkeres Herzfeld. Das Torusfeld öffnet sich. Und man taucht ein und wird gereinigt durch das Reden, durch das Zuhören. Und deswegen sind diese Kreise so wichtig. Irgendwann wandelt sich das Außen einfach nur noch in Bewusstsein. Und der Kreis existiert in dir, du bist der Kreis. Und ich begegne dir und wir sind zwei Kreise, die sich zusammenschließen, zwei Welten, die wir mitbringen. Und das ist gigantisch. Und es wird halt immer größer gerade. Und es ist vom Gefühl her nicht mehr aufzuhalten. Weil sich einfach immer mehr Menschen in diesem Herzensraum, in diesem Kreisbewusstsein und in dieser Erinnerung verbinden. Eine andere wunderbare Qualität von dem Kreis ist es, wenn man sich wiedererkennt im Kreis. Man kommt mit Menschen zusammen, die hast du in deinem Leben noch nie gesehen. Siehst du zum ersten Mal, manche Gesichter kommen dir irgendwie bekannt vor, denkst, oh, das erinnert mich an den und oh, das ist ja auch mein Freund und so. Und dann während der Kreiszeremonie, also während des Redestabs, entsteht ein Feld, es wird immer stärker und mit einmal erkennst du dich. Und du hast wirklich das Gefühl, wir waren schon immer so zusammen. Und das ist total schön, wenn man sich den Raum dafür nimmt. Und nicht in seinem Ego-Film hier irgendwie auftanzt und sich zeigt nur, sondern einfach mal Zeit nimmt füreinander. Das ist Kreiskultur.